Hey Leute, ich begrüße euch bei Bricks im Kopf. Heute mal kein Update aus der Microscale Brick World, sondern ich habe was anderes Spannendes mit euch vor. Bevor ich aber dazu komme, erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Vor allem viel Gesundheit für das gerade gestartete Jahr. Mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich denke, das ist doch das Beste. Genau. So, und jetzt zu meinen Plänen für heute. Und zwar müssen wir, bevor wir ein weiteres Update machen, erstmal Legosteine einkaufen gehen. Ich hatte ja vor ungefähr einem Jahr ein Konvolut gekauft und das war dann im Endeffekt der Grund dafür, dass bei mir wieder das Lego-Fieber ausgebrochen ist. Das Konvolut war für meine Tochter gedacht, beziehungsweise sie kann da auch weiterhin mitspielen, natürlich mit den Legosteinen. Und die Lego-Steine würden uns aber auch gar nicht ausreichen für unsere Microscale Brick World. Die Auswahl an Steinen ist gerade nicht sehr groß und ich kann mich so nicht kreativ austoben, um irgendwelche Mocks, Gebäude und so weiter zu bauen. Darum müssen wir Steine einkaufen gehen und darauf habe ich jetzt richtig Bock. Und zwar machen wir das auf Bricklink. Das hatte ich ja schon ich glaube, ja, im zweiten Update müsste es gewesen sein. Das hört sich an, als ob ich jetzt schon 50 Updates online hätte. Nein, es war das zweite Update. Da hatte ich gesagt, dass wir das ja im Endeffekt zu 99% bei Bricklink machen werden. Und ja, damit fangen wir heute an. Und ich nehme euch auf dem ganzen Weg mit. Ich möchte euch auch Bricklink zeigen, also eBay für Lego quasi, könnte man sagen, wo unterschiedliche Händler unterschiedliche Lego-Steine, Lego-Teile anbieten. Will euch das zeigen, wie das Ganze da so funktioniert, wie man da einkaufen geht, wie man da die richtigen Teile sucht, wie man da einen Warenkorb oder eine Wunschliste erstellt und möchte euch vor allem aber auch zeigen, was mich für Steine da interessieren, oder viele Steine kenne ich ja auch vielleicht noch gar nicht und wir gehen da quasi auf Entdeckungstour und schauen, was können wir für Gebäude benutzen, was kann ich für den Landschaft gebrauchen und so weiter und so fort und werden nach und nach Bricklink besser kennenlernen und ich zeige euch das im Endeffekt alles und ich hoffe, ihr lernt was dabei und könnt auch was dabei mitnehmen. Und ja, wir haben Spaß dabei, das ist doch das Allerwichtigste. Genau, jetzt auf Bricklink. Zu Bricklink kommt ihr ganz einfach, indem ihr entweder bei Google oder oben direkt in der Adressleiste bricklink.com eingebt und ja, dann öffnet sich hier diese Seite. Ich mache das jetzt mal kurz ein bisschen größer, damit ihr das alles ein bisschen besser erkennen könnt. Da ist hier der Teil, der Teil Parts. Genau, der Punkt Parts, da gehen wir jetzt drauf. Bricklink ist alles auf Englisch gehalten, weil das interessiert uns. Sets, Minifigures, Mocks ist erstmal, ja, interessiert uns nicht. Minifigures wird später noch interessant, aber dazu erst in späteren Updates. Da habe ich auf jeden Fall auch schon was vorgeplant. Aber ja, lasst euch da mal überraschen. So, jetzt gehen wir mal auf Parts, also auf Teile. Dann öffnet sich die Seite mit den ganzen unterschiedlichen Kategorien, die es gibt. Von Aircraft, also Flugzeug, über Animal, Tiere, Baseplates, bis hin zu hier Minifigures, Technik und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf Brick Modified drauf, die könnten für uns später sehr interessant werden. Öffne ich mal kurz im neuen Tab. Und wenn wir jetzt öffnen, ja, jetzt öffnen sich hier alle Brick Modifieds. Es gibt 3 Seiten, 3 Unterseiten, in denen die angezeigt werden. Und der schnellste Weg, jetzt, ich sag mal, wir möchten jetzt diesen Brick hier haben. Ja, der ist auch sehr interessant. Ja, da können wir auf jeden Fall schöne Verzierungen an Häusern machen oder Regenrinnen und so weiter und so fort. Und wenn wir den jetzt in eine Wunschliste packen wollen, der schnellste Weg meiner Meinung nach ist, dass wir hier auf das Bild gehen, einmal linke Maustaste drücken, dann öffnet sich hier dieses Bild. Dann kann man hier auch schon direkt sehen, wann der erschienen ist, dass der immer noch aktuell ist quasi. Und jetzt können wir hier unten auf das Herz drücken, auf Add, also hinzufügen, dann öffnet sich ein weiteres nächstes Fenster. Jetzt können wir hier die Farbe festlegen, aber wir sagen, nee, ist erstmal nicht interessant, weil Farben sind für mich jetzt der zweite Schritt. Wir wollen jetzt erstmal uns die Steine anschauen. Wenn wir uns dann Gedanken darüber machen, welche Steine wir zuerst einkaufen, machen wir uns dann natürlich auch Gedanken über die Farben. Also Farbe erstmal nicht interessant. Und dann habe ich hier schon eine
eine Wunschliste erstellt, alle Teile, beziehungsweise ich zeige euch mal kurz, wie man so eine Liste erstellt. Hier einfach nur auf, ihr habt da ja gerade gesehen, ne? New Wanted List, dann nennen wir die jetzt mal einfach 1 und dann drücken wir auf Create. Dann ist wichtig, dass die gelb hinterlegt ist, damit die auch aktiv ist. Und jetzt können wir dieses Teil, also Farbe, haben wir gesagt, erstmal uninteressant. Condition heißt neu, benutzt oder egal. Es ist uns erstmal auch egal, weil wir wollen das Teil jetzt erstmal auf die Wunschliste packen. In der Wunschliste können wir später noch, also auf dieser Wanted List, können wir später noch alles verstellen, alles justieren. Darum macht das jetzt erstmal keinen Sinn. Also Add to Wanted List. Jetzt haben wir das Teil schon mal hinzugefügt. Jetzt können wir hier einfach wieder ins Fenster klicken. Wenn wir jetzt uns mal anschauen wollen, was auf unserer Wanted List drauf ist, müssen wir nur hier oben rechts hingehen. Da ist dieses Herz. Dann öffnet sich dieses Unterfenster. Dann gehen wir auf Wanted List. Ja, und da kann man jetzt hier Nummer 1 sehen. Da ist unser Teil drin. Alle Teile, da habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Das zeige ich euch später. Also zeige ich euch nachher. Und diese Default Wanted List, die ist quasi immer vorgeprintet. Ja, und wenn wir jetzt hier auf die 1 drauf gehen, können wir halt sehen, was wir da für Teile drin haben. Und das ist jetzt genau dieser Brick Modified. Der wird jetzt zwar hier in blau angezeigt, aber das bedeutet nichts, sondern hier steht ja quasi, dass er keine Farbe vergeben ist. Und in dieser Wanted List können wir dann später noch den Preis festlegen, ob neu oder gebraucht, die Farbe noch festlegen. Also das kommt dann alles schon zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, mein Plan ist es jetzt, die komplette Teileliste im Endeffekt durchzugehen. Ja, ich kenne natürlich schon einige Teile, aber bei weitem noch nicht alle. Und habe jetzt echt vor, aber nicht, keine Angst, ich gehe jetzt nicht jedes Teil mit euch einzeln durch. Das heißt, ich werde mir jetzt die Kategorien nach und nach anschauen und nehme euch immer wieder auf dem Weg mit. Habe ja schon einen großen Teil an Lego-Teilen in eine Wunschliste hinzugefügt und werde euch dann nach und nach zeigen, was es da für interessante Teile gibt. Und ja, jetzt so große Flugzeug, ja, kann ich euch mal kurz zeigen, hier unten oben Aircraft. Wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, ja, das sehe ich nicht für unsere Microscale Brickworld. Da fehlt mir jegliche Kreativität. Also, ne, solche Teile werden wir natürlich nicht in unsere Wunschliste packen, ne? Nur diese Sachen, die interessant sind. Alles klar, also bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Wir fangen an, gehen durch und das wird spannend und wir haben Spaß dabei. Alles klar, Leute. So, bevor ich euch jetzt meine Wunschliste zeige, möchte ich noch kurz ein paar meiner Meinung nach wichtige Sachen bei Bricklink erklären. Die sollen jetzt auch nicht untergehen, auch wenn wir jetzt hier über diese Kategorien arbeiten, weil ich mir ja ein großes Bild über die ganzen Lego-Teile verschaffen möchte. Kann es ja sein, dass ihr auch vielleicht auf andere Art und Weise Teile kaufen wollt. Ich, wie gesagt, möchte erstmal alle Lego-Teile in eine Wunschliste packen, dass ich weiß, das sind die Teile, mit denen kann ich mir vorstellen, was zu bauen. Da packen wir natürlich nur Teile rein, die auch interessant sind für uns, logischerweise, womit wir auch dann später Häuser, Gebäude, Landschaften bauen können. Wenn ihr aber zum Beispiel ein Set kennt, wo gute Teile verbaut sind, dann könnt ihr auch Lego-Teile anders finden bei Bricklink. Dann könnt ihr auf der Startseite hier in der Suchleiste zum Beispiel die Set-Nummer eingeben. Ich habe jetzt mal das Set Sanctum Sanctorum einfach rausgesucht, was die Set-Nummer hat, 76108-1. Und das geben wir dann hier ein, 76108-1, drücken Enter. Und dann öffnet sich die Seite, wo dann das Sanctum Sanctorum hier an oberster Stelle uns direkt angezeigt wird. Hier können wir dann drauf gehen. Und hier oben rechts folgt bitte der Maus 971 Parts, also 971 Teile sind in diesem Set vertreten. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, öffnet sich eine weitere Seite und hier werden uns dann alle Teile angezeigt, die in diesem Set drin sind. Und ja, wenn wir jetzt dann sehen, ach ja, hier, cool, hier ist dieser Medium Nougat Arch, den wollte ich doch kaufen, kann man dann natürlich hier auf diese Teilenummer gehen und wird dann weitergeleitet
zur nächsten Seite. Kann ich euch auch ganz kurz zeigen, aber das würde ich euch dann eher in einem weiteren Video, Bricklink Einkaufvideo zeigen, weil das wird sonst hier echt den Rahmen sprengen. Hier oben wird das Jahr angezeigt. Hier kann man die Farbe sich aussuchen, in der man diesen Arch haben möchte. Also wir wollen den jetzt in Dark Blue Gray haben, sage ich mal. Dann geht man hier auf Items for Sale. Da drückt man drauf. Hier wählt man dann das Land aus, wo es wo ihr halt wohnt. Dann, ob ihr es in neu, alt oder wie auch immer haben wollt. Wir sagen neu. Dann sagen wir möchten mindestens 10 von diesen Teilen haben. Den Preis legen wir jetzt hier noch nicht fest. Das wird dann meiner Meinung nach erst interessant, wenn wir dann Händler miteinander vergleichen. Genau. Oder auf der Wanted List gibt es da auch noch einen Punkt, würde ich euch dann auch noch in einem späteren Video zeigen. Genau, und hier Seller Location können wir dann auswählen Deutschland oder Europäische Union. Dann gehe ich jetzt mal auf Deutschland und dann drücken wir hier auf Search, also auf Suche. Und dann wird uns angezeigt, dass dieses Teil zum Beispiel nur 13 Mal vertreten ist bei diesem Händler in Deutschland. Wenn wir jetzt hier auf Europäische Union gehen, vielleicht ändert sich da was. Ja, da sind dann schon ein paar mehr Händler da, aber jetzt kann man schon auch direkt sehen, dieses Teil gibt es nicht mehr häufig. Das zumindest nicht im neuen Zustand mit der Anzahl von 10. Ne? Wenn wir jetzt hier mal auf All gehen und dann auf Suche, da wird uns dann natürlich schon mehr angezeigt. Genau. So könnt ihr euch das mal ungefähr vorstellen. Hier wird dann immer angezeigt, wie viele Teile dieser Händler noch hat. Hier halt sind Informationen über den Händler hier rechts, über den Verkäufer. Und ganz rechts wird dann der Preis angezeigt. Genau. Das dazu. Man kann natürlich auch auf der Bricklink Startseite oder ja, diese Suchleiste ist ja immer hier oben vertreten, kann man natürlich auch direkt eine Teilenummer eingeben. Das ist natürlich auch kein Problem. So, und wenn wir jetzt auf die Wanted List gehen, auf unsere alle Teile Wanted List, wo wir ja alles reinpacken, aber ich will ja irgendwann einkaufen gehen, dann kann ich natürlich nicht hier auf Buy All drücken. Hier rechts gibt es den Punkt Buy All. Das würde ja keinen Sinn machen. Aber beispielsweise, ich sage jetzt mal, wir möchten jetzt hier die Antenne haben und möchten noch diesen Arch haben und noch diesen Arch haben. Und wir wollen die jetzt einkaufen. Dann können wir trotzdem jetzt eine neue Wanted List erstellen. Dafür gehen wir aber nicht auf Move, weil dann würden die aus dieser Wanted List verschwinden, sondern gehen auf Copy. Und dann Copy to New Wanted List. Und hier können wir dann zum Beispiel eingeben, neue Einkaufsliste. Genau. Kleinschreibung. Erstmal uninteressant. Copy. Jetzt wird eine neue Liste erstellt und die Teile bleiben trotzdem hier drin weiter vertreten. Die Häkchen kurz weggemacht. Wenn wir jetzt hier auf Wanted List gehen, wird uns auch schon eingezeigt, neue Einkaufsliste und da sind dann die 3 Teile drin, die wir da gerade reingelegt haben. Genau, jetzt könnten wir auf Buy All gehen, aber dazu dann in einem weiteren Video. Genau, jetzt schauen wir uns mal unsere Wanted List an, da fliegen wir jetzt mal drüber und gucken mal, was ich da schon so alles reingepackt habe, was ich alles so interessant finde. Wenn ihr eine Wanted List nicht mehr möchtet, könnt ihr die natürlich auch löschen, hier rechts, dann auf Setup und dann einfach auf Delete. Hier kann man auch den Namen noch einfach abändern oder noch eine Beschreibung hinzufügen. Wir löschen die, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Das war ja nur ein Beispiel. Genau, dann gehen wir jetzt auf alle Teile und jetzt kann ich euch mal zeigen, weil ich da schon so reingepackt habe. Wir überfliegen das natürlich, aber ihr kriegt dann mal eine bessere Vorstellung, auch von den englischen Begriffen, wie das hier bei Bricklink alles läuft. Also hier gibt es einmal die Antennen als erstes, alles alphabetisch natürlich sortiert. Dann kommen die Arches, also die Bögen oder der Bogen. Na, da lässt sich natürlich auch einiges mit darstellen. Hier mit dem Arch Jumper, Verzierungen auf Dächern oder bei Rundbögen und so. Dann gehen wir weiter runter. Ja, hier sind größere Teile. Ich habe sie auch mal reingepackt. Vielleicht kann man sie später verwenden. Ich habe jetzt erstmal alles das reingepackt, wo ich denke, das könnte vielleicht Verwendung finden. Wenn ich mir sicher war, das macht keinen Sinn, habe ich es natürlich nicht reingepackt. Aber
es macht irgendwie, mir ist wo ich diese Liste erstellt habe, einfach aufgefallen, dass es für mich total Sinn macht, über diese Wunschliste mir meine Lego-Teile rauszusuchen. Hier ist alles alphabetisch sortiert. Ich finde hier meiner Meinung nach schneller die Sachen, als wenn ich über der Kategorien aussuche. Ich kann ja selbst hier in unserer Wanted-List nochmal speziell nach Teilen suchen. Hier gibt es noch den Punkt More Options. Selbst hier könnte ich jetzt sagen, nee, jetzt lasse ich mir nur die Bricks anzeigen. Also finde ich einfach klasse. Genau. Und wir müssen uns nicht immer diesen ganzen Kategorienbaum hier anschauen und hier hin und her scrollen. Genau, dann geht es weiter. Hier kann man dann von 25 auch auf 100 natürlich stellen, das macht Sinn. Dann wird uns mehr auf der Seite angezeigt. Jetzt kann ich hier die Options, kann ich mal wieder ausblenden. Dann kommen hier die Bars, die Stangen, Halterungen, auch für Verzierungen und sowas an Gebäuden vielleicht möglich. Bar with light cover, Bone, auch könnte ich mir vorstellen für Verzierungen. Hier Brackets, also Halterungen in unterschiedlichen Versionen. Nach den Brackets kommen dann die normalen Bricks. Das ist natürlich, ja, die brauchen wir logischerweise auch. Habe ich natürlich auch reingepackt. Werden wir auch bestimmt jetzt in der ersten Bestellung direkt wieder mitbestellen müssen für einen Unterbau unserer Venedig-Style-Welt. Auch wenn das nicht Venedig wird, nur dass ihr euch das halt vorstellen könnt, ne? Mit diesen Kanälen und so. Brick Modifieds, also modifizierte Steine. Ja, das ist so die erste Seite. Ich weiß nicht, kommt jetzt hier noch was Interessantes? Bricks, dann hier Bricks, also Steine, um Ecken darzustellen. Runde Steine. Dann gehen wir mal auf die zweite Seite. Auch Round Brick noch hier oben, ne, mit Achsenhalterung in der Mitte für diese Technikstange und dann mit den Rillen an außen, sehr interessant. Dann Round Corner, ne, um runde Ecken, wie auch immer, darzustellen. Hier Ketten mit den Antennen am Anfang, fällt mir gerade noch ein, kann man dann zum Beispiel auch Regenrinnen oder Abwasserrohre darstellen. Ja, Cones. Was heißt denn nochmal Cone? Kegel. Kegel? Ja, Kegel. Yippie. Cones, Zylinder. Also es gibt so viele Teile von Lego. Unglaublich, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Die gab es zu meiner Kindheit noch nicht. Das ist natürlich klasse, weil wir natürlich so viel besser im Microscale auch was darstellen können. Ne? Wenn wir nur 2x2er Bricks hätten und ein paar Plates, wäre das natürlich um einiges schwieriger. Dishes, Scheiben, hier alte Türen, aber da kommt, glaube ich, später nochmal ein Punkt. Fences, Zäune gibt es. Nach den Zäunen folgen dann die Flaggen, ja, auch für Verzierungen oder vielleicht für Schilder oder sowas zu gebrauchen. Dann Hinge Bricks und dann auf der letzten Seite, erstmal letzten Seite, weil nächstes Mal machen wir dann ja bei den Plates weiter, genau. Hinge Brick Swivel, Hinge Plates, ne, auch immer mit diesem, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, mit dieser Halterung da draußen, aber was man natürlich auch wieder super als Außenfassade oder so bestimmt benutzen kann oder auch für andere Sachen. Da müssen wir uns einfach kreativ austoben. Ich brauche dafür einfach mehr Teile zu Hause, um zu sehen, was sich machen lässt. Genau, dann hier noch Schläuche, ganz viele, habe ich mal reingepackt, was wir damit machen können. Auch so Geländer vielleicht darstellen. Mit den Zäunen eben, die ja sehr flach wären im Minifiguren-Style, können wir natürlich für unsere Microscale-Welt super verwenden als ja Zäune, die dann über die Figuren hinausragen. Leitern, Paneele, hier vielleicht auch als Bank zu verwenden, wo ich gerade mit der Maus drauf bin. Ja, und ich denke,
das reicht dann für heute, damit das Video nicht zu lang wird. Es wird dann bestimmt noch ein weiteres Bricklink-Video folgen. Ob erst das Bricklink-Video kommt oder das nächste Microscale Brickworld Update, das muss ich schauen. Ich guck mal, vielleicht kriege ich doch ein Häuschen mit meinen wenigen Steinen hin und kann mich da ein bisschen kreativ auslassen, aber wir müssen hier auf jeden Fall bestellen. Das steht mal fest. Ja, dann kann ich auch nur noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt ein bisschen was über Bricklink gelernt, auch wenn da natürlich noch einiges mehr zu lernen ist, aber ihr habt zumindest schon mal einen Einblick gekriegt. Ja, ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.